Ich finde es geil, mit ganz wenig Salz und minimal Pfeffer. Innen noch meistens halt roh. Richtig schön saftig, das ist für mich ein richtig geiles. Ich esse hauptsächlich fast nur und Teigwaren. Also, ich finde Gemüse so recht trocken und fad. Dort, wo ich arbeite, haben wir auch eine Mensa und eine Küche. Und dort haben wir nachher Rindszunge an Kapernsauce gegessen. Bei so Sachen wird einem dann schon auch bewusst, so, wow, jetzt ist einfach so eine Rindszunge da auf meinem Teller und ich esse jetzt eine Zunge. Für mich persönlich ist das kein Problem. Ich weiss noch, als Kind hatte ich mega ein Problem mit dem. Ich bin dann auch wirklich, ehrlich gesagt, 2-3 Jahre Vegetarierin gewesen, weil ich einfach mich gerust habe. Aber mittlerweile stört es mich gar nicht mehr. Also ich finde, wenn ich esse, kann ich auch sehen, von wo es kommt und wie das Tier vorher ausgesehen hat. Nein, ich denke eigentlich nicht als Tier, vor allem weil halt heute so ein schönes Filet bekommst. Ich will die Erfahrung mal machen, also ich auch selber mal ein Tier jagen. Also wenn ich es irgendwo im Laden kaufe, dann schaue ich schon drauf, woher das kommt. Wenn ich jetzt aber irgendwie unterwegs bin und es keine andere Möglichkeit gibt, dann ist es mir eigentlich recht egal. Ich schaue generell, wenn ich selber koche, wenn ich posten, schaue ich immer, was ich für esse. Aber ich muss zugeben, ich bin jemand, der mindestens einmal in der Woche in Mac oder in Burger King geht. Ich will beim Fastfood halt einfach das Fastfood an sich. Ich will dann einfach nicht die sein, die blöd tut, weil es hat oder nicht. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich ja nicht mehr heikel tun. Und ich kenne ja auch die Bilder von diesen Schlachthöfen und diesen miesen Hallen mit all diesen Hühnchen drin. Schlussendlich muss ich schon sagen, es geht mir wiederum, dass es nicht zu fest leidet, aber es tut mir nicht leid, dass es stirbt. Bei mir ist es mega ein Hin und Her. Letztes bin ich wieder mal Vegetarierin geworden. Ich habe es eine Woche ausgehalten. Und dann bin ich wieder im Burger King. Ich habe es einmal wieder gehabt und dann wurde es einfach immer wieder. Was ich mir auch schon oft überlegt habe, ich würde eigentlich wirklich auch gerne mal Menschen essen. Das würde ich wirklich gerne mal probieren. Ob ich jetzt irgendwie vegetarisch leben könnte? Nein, das denke ich nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, ich trinke jetzt während der Grillsaison kein Bier. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Wenn ich gegen das mich bewusst entscheiden würde, dann müsste ich mich gegen meine Kleider im Handel stellen. Dann müsste ich mich gegen das Rauchen stellen, weil die Tabakoproduktion auch schlecht ist. Dann müsste ich mich gegen die Uni wenden, weil sie so viel Papier verbraucht. Weil das andere Problem ist ja dann auch, nachher willst du etwas dagegen machen. Und du schaffst es nicht als Einzelmensch. Aber dann musst du dich eben genau entscheiden, welcher Kampf ist dir am wichtigsten. Und dann ist es eben nicht mehr das Hühnchen, das mir am wichtigsten ist. Du kannst halt wie nichts anderes machen. Eben so mit «ich kaufe es nicht mehr» und so, finde ich, ist der falsche Weg. Also es ist schwierig, so etwas Grosses umzugehen, weil du kannst ja nicht überall schauen, ist es von einer Masse Ding. Und eben finde ich, du kannst schon minim etwas machen, es hat weniger Umsatz. Aber eben so von mir selber habe ich das Gefühl, es ist so ein Furz irgendwie im Universum.